Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die erste Mega-Fusion steht an. Ja, Anfang des Jahres wurde bereits schon angekündigt, dass es nicht bei den normalen Fusionswelten bleiben wird. Es wird Fusionen von Fusionsservern geben. Ja, das wurde Anfang des Jahres gesagt und es wurde gesagt, dass es im März sogar schon stattfinden wird, beziehungsweise im März, April, und dass das Ganze wirklich so schnell jetzt passiert, hätte ich persönlich wirklich nicht gedacht, nachdem wir die Fusion gesehen haben, dass wirklich manche Fusionswelten schon jetzt direkt nochmal mit anderen Fusionswelten fusioniert werden. Und das ist quasi dem geschuldet, dass halt eben die ersten Fusionswelten jetzt schon fast teilweise wieder komplett, ja, mitunter inaktiv sind. Ja, woran liegt das, fragt man sich vielleicht. Nun ja, die ersten Fusionswelten, wie man hier bereits sieht, da sind halt eben Server mitunter drauf, wie zum Beispiel hier Italien, wo halt eben gefühlt kein Mensch drauf spielt. Und selbst wenn man solche Fusionswelten nimmt, dann sind halt eben nur oder setzen sich nur die Server durch, die vorher auch schon stark gewesen sind, und alles andere hat halt wirklich großartig keinen Impact. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu der neuen Welt, und zwar heißt diese Maven. Ja, also wie quasi die Gegend, die wir kennen aus Shakes and Fidget, wird es in Zukunft so sein, dass die Fusionsserver nicht Fusion von Fusion 1 heißen oder FF1 oder FF2 oder so. Ne? Das wird nicht passieren. Die Server haben jetzt quasi Eigennamen, und das halt eben aus den Gegenden von Shakes and Fidget, die wir auf Erkundungen in den Quests überall sehen, wie zum Beispiel hier, ne, wenn man bestimmte Pets finden muss, das Schattenfelsgebirge, ne, oder Rottenden Lande, Gammelforst, ja, und das könnten im Prinzip alles so Wucherdschungel, das könnten im Prinzip zukünftige potenzielle Welten noch werden, die dann darauf folgen. Und ja, die erste Weltenfusion von dem Fusionsserver wird schon am 25. April stattfinden. Also es ist gar nicht mal tatsächlich so lange bis noch dahin, und hier sind quasi nochmal alle Server aufgelistet, und das ist wirklich eine dicke Ansage. Das ist wirklich ein ordentlicher Server, ja, und ich denke mal, dass spätestens nach dieser Mega-Fusion wirklich der Server nicht mehr so inaktiv sein sollte, wie er jetzt vielleicht, oder wie die Fusionswelten jetzt momentan gerade sind. Ihr müsst euch vorstellen, diese ganzen Fusionswelten hier wurden schon mal, ja, fusioniert, beziehungsweise enthalten halt diese Ursprungsserver. Und hier sehen wir halt auf Fusion 1 ganz viele US-Server, ne, ganz viele anderweitige Server, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, ne, unter anderem auf den US-Servern, ja, auch Strider auch mit dabei, wird auch sehr interessant. Der wird auch jetzt erstmalig mit sehr vielen anderen starken Spielern auch zusammengemixt werden. Fusion 2 haben wir hier drauf, wo ganz viele Server hier drin sind. Dann haben wir hier die ganzen Italien-Server von Fusion 3. Fusion 4 haben wir hier am Start, ne, wo wir hier auch sehr viele polnische Server, polnisch ist gar nicht, Poln ist PL, ne, das ist auf jeden Fall noch irgendwas anderes hier. Portugal, ne, Portugal. Fusion 4 und Fusion 5, das sind alles Server nach wie vor, selbst wenn diese Welt hier eines Tages, oder diese ganzen Fusionsserver fusioniert werden, das sind alles Server, die jetzt, ja, so einzeln wirklich keine großartige, extrem starke Spielerschaft so hervorbringt, wie es zum Beispiel Welten tun wie, Deutschland. Die ganzen polnischen Server sind extrem stark. Und die Tschechen, das sind so, würde ich sagen, die drei Haupt-Communities, die sich so rund um das Game gebildet haben, die halt, ja, die Speerspitze anführen, was so die Serverstärke angeht. Klar sind natürlich hier einzelne Spieler drauf, wie zum Beispiel Strider, der auf einem USA-Server irgendwo spielt, ne, und der beste Spieler der Welt ist, oder beziehungsweise der stärkste Spieler der Welt von den Total Stats her so gerade, ne. Natürlich gibt es da solche Ausreißer, aber die Masse ist es halt einfach nicht so. Ne? Hier haben wir den Strider jetzt hier gerade auf Platz 1. Ja, die Masse ist es einfach nicht, und das könnte sich in Zukunft halt ändern, wenn die Welten fusioniert werden. Wie gesagt, auf den Servern sehen wir jetzt hier auch keine von den genannten Stärken, von den drei
Big Three, würde ich mal sie jetzt nennen, von den Deutschen, Polen oder Tschechen. Ne? Wir haben hier den Fusionsserver, wo halt quasi F1 bis F5 fusioniert werden. Hier, diese ganzen Welten hier. Die ersten 5 werden zusammengepackt und wird quasi dann zu Maven. Ja, und danach lässt sich halt spekulieren, was halt danach kommt. Ne? Wir haben hier direkt danach noch einen französischen Server. Hier haben wir die ersten Polen auf dem Server hier. Ich muss jetzt mal gerade nochmal gucken, hier, was die anderen Welten hier waren. Ja, Italien. Ja, und PT. Ja, ich glaube, ist auch egal, welche Länder das jetzt waren im Nachhinein. Ne? Auf jeden Fall wird es halt sehr interessant werden, wenn halt so die ersten deutschen Spielerschaften dann auch dazukommen. Das sehen wir halt hier. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt eventuell je nach Aktivität ja, Server 1 bis 5 immer fusioniert werden. Das würde auf jeden Fall Sinn machen so. Ne? Dann haben wir hier 1 bis 5. Dann vielleicht 6 bis 10 oder bis 11, je nachdem, was man da zusammenpackt. Und da wird es halt dann schon sehr interessant. Ne? Polnische, hier haben wir halt viele deutsche Server hier mitunter mit dabei. Ne? Wenn die hier alle zusammen zu dem nächsten großen Server fusioniert werden, dann wird es wirklich scheppern. Ja? Dann wird es wirklich, also das wären wirklich Mega-Welten und da ist das Potenzial natürlich auch nochmal gegeben. Extrem krasse Gildenfusionen mitunter zu sehen. So, ne? Also es haben sich ja auf den Fusionsservern schon Fusionsgilden gegründet, aber das könnte dann nochmal andere Dimensionen annehmen. Und ja, das sind alles hier eben lokale Welten. Ab Fusion 12 geht es dann halt erst nachher los mit den internationalen Welten und bis dahin könnten wir noch eine weitere Fusion der Fusionsserver sehen. Also das sind sehr, sehr spannende Zeiten, die uns erwarten. Nach wie vor finde ich, ist es die richtige Entscheidung, diese Welten auch miteinander zu fusionieren, weil es halt nichts bringt, schwache Welten mit schwachen Welten zu mergen, weil dann hast du halt eine große schwache Welt. So, ne? Klar finden sich dort eben einzelne Spieler dann wieder zusammen, die dort vielleicht auf den anderen Servern aktiv waren. Trotzdem ist es immer noch eine inaktive Welt dann an sich und deswegen ist es gut, dass halt diese Mega-Fusion früher oder später stattfinden. Das wird die Serveranzahl auf ein Minimum begrenzen. So wie wir es jetzt sehen, haben wir jetzt hier momentan gerade 50 Server, den Speed-Server mal ausgeklammert hier, haben wir hier 50 Server gerade in der IHOF drinne. So, das könnte wirklich nachher sein, dass sich das hier nachher so mehr oder weniger auf 10 Server oder was weiß ich hier irgendwie so runterbricht, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so 15 oder lass es 20 sein, auf jeden Fall wird hier wahrscheinlich die erste Ehrenhallenseite wahrscheinlich ja dann schon mehr oder weniger komplett ausgefüllt werden. So, ne? Und dann wird es halt eben auch nochmal krasser, wenn ich mir jetzt so gerade drüber nachdenke, nochmal in die IHOF eines Tages zu kommen. In der letzten Zeit haben wir ja versucht, hier und da mal in die IHOF zu gelangen. So, ne? Das wird natürlich dann mit noch stärkeren Spielern auf den Servern natürlich noch schwieriger werden, sich dann weiter oben hier in der Ehrenhalle zu halten und sich dann auch durchzusetzen. So, ne? Ja, also das wird sehr interessant. Das wollte ich euch nur mal zeigen, das Ganze. Das steht quasi schon in den Startlöchern. Es braucht nicht mehr viel. Ne? Wie gesagt, die erste Welt ist erstmal noch so, ja, okay, kann man sich mal mit anschauen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird. Ich glaube, nach wie vor spielen hier dann, ja, also spielt der Maven-Server nicht so die übergeordnete Rolle in Zukunft, weil halt einfach, ja, da nicht so diese Masse an starken Spielern auf dem Server ist, wie zum Beispiel auf anderen Servern, aber das ist halt eben jetzt erstmal nur der erste Server, beziehungsweise die ersten Fusionsserver, die fusioniert werden und die danach folgenden werden dann halt wirklich nochmal um einiges interessanter werden. Ne? Vor allen Dingen treffen wir dann wahrscheinlich mit meinem Main auch auf viele Spieler, die ja, vielleicht hier auch die Videos schauen oder so. Keine Ahnung, was man sich dann darunter vorstellen könnte, was in Zukunft kommt. Fusion 9, das Ding ist ja auch, Fusion 9 ist ja auch der Testserver. Und der Testserver war ja vorher S31. Ja, ich hatte ja vorher auf S31 gesehen. Das sieht man ja in der neuen Funktion, wo der Char quasi
seinen Ursprung hat. Ne? Hier sieht man das. Dieser Char wurde ursprünglich auf der Welt auf 31.de erstellt. Ja, und das war ja damals lange Zeit, viele Jahre der Live-Test-Server gewesen, wo mein Account drauf war. Der wurde ja jetzt halt eben mit eingeordnet zu dem Fusion 9 Server. Und dann sind jetzt alle Welten, die ihr da seht, von 25 bis 37, jetzt alle zu den Test-Server geworden, wo jetzt halt eben in Zukunft die Updates einen Tag vorher erscheinen werden. Ne? Also diese ganzen Welten sind zu einem Testserver dann halt eben fusioniert worden. So, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier F1 bis F5, die erste Fusion abschließt, dass wir hier die 6, 7, 8, 9 und vielleicht auch die 10 mit dazu holen. Je nachdem wird das natürlich dann halt eben, oder vielleicht auch noch die 11, mal schauen, wird das natürlich dann noch ein viel, viel größerer Testserver werden, der halt eben noch mehr Impact hat als vorher. Ja, weil vorher konnte man das ja wirklich abgrenzen, das war auf einer Welt. So, jetzt sind Fusion 9 sind halt eben mehrere Welten jetzt, die halt ein Testserver sind, aber man hat ja den Testserver nicht ohne Grund eben einen Tag früher, weil halt eben man dort den Schaden, falls was verkehrt laufen sollte, deswegen launchen die Updates ja einen Tag früher, dass man das noch im Überblick hat und nicht so eine hohe Tragweite hat, als wenn es weltweit ausgerollt wird, das Update so. Ne? Und ich kann mir das schlecht vorstellen, wenn hier noch mehr Welten dazukommen, dann ist der Impact natürlich noch heftiger, falls irgendwas auf dem Testserver nicht laufen sollte, und die Belastung auf dem könnte wahrscheinlich auch noch schwieriger werden, wenn noch mehr Spieler drauf spielen. So. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen. Nachher spielt irgendwann jeder auf dem Testserver, beziehungsweise haben alle denn das Update einen Tag früher. Ich weiß nicht, wie das laufen soll, vielleicht haben sie da sich auch schon eine Lösung überlegt, aber das sind auch so Gedankengänge, die ich da auf jeden Fall habe, diesbezüglich, ne? Wenn so Fusionen von Fusionen anstehen. Aber ich kann sagen, es ist auf jeden Fall bald soweit. Ne? Und ich denke mal, dass das jetzt wahrscheinlich dann auch, wenn die erste Fusion fertig ist, dass das vielleicht auch so in Monats- oder 2 Monatsabständen dann, oder 3 vielleicht, ne, dann so kommen wird, dass dann der nächste Server oder die nächsten Fusionsserver fusioniert werden. So, ne? Ja, und vielleicht sind dann wir schon mit dabei hier mit F9. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das wird. Es sind auf jeden Fall sehr interessante Zeiten. Und bis dahin soll es aber erstmal soweit von mir gewesen sein. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr von den Fusionswelten haltet. Ja, und bis dahin war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.